Aber ich habe ein Problem beim 3D-Drucker gefunden. Warum glaubst du, dass die Jungs dafür einen Informatiker brauchten? Ehrlich gesagt, das weiß ich auch nicht. Deswegen mussten wir uns eingestehen, dass wir einen Pivot machen mussten. Los geht's. So, wir starten ganz am Anfang. Wer und was genau ist Prismablend? Also Prismablend hat mit PJ angefangen. Der hat uns quasi alle zusammengerufen. Leider ist er aktuell nicht in Deutschland. Es wäre am coolsten, mit ihm anzufangen. Wo ist der denn? Der ist gerade in Indien. Das kommt nicht rot. Jetzt kannst du die Video Stop machen. Ich schaue, warum das Okay, dann. ja, dann, was denn Plan? Jetzt gehe Nein, ich nein, und dann du musst den Powerclip machen. 3, Ja, ihr könnt es einfach machen. Ja, perfekt, dann fangen wir direkt am besten an. Erzähl uns doch mal bitte, was du gerade in Indien machst und die Anfänge von Prisma Blend. Also jetzt bin ich in Indien, aber ich studiere Maschinenbau an der Uni Paderborn. Am Anfang, ich habe einen 3D-Drucker gekauft und dann, ich hatte meinen Traum in meiner Hand. Ich könnte alle Modelle, was ich vorstelle, drucken und in meiner Hand haben. Und das Problem war, ich bin ein Fußballfan. Ich wollte diese Fußballmannschaft-Logos drucken, damit die ich in meinem Wand kleben kann. Aber ich habe ein Problem beim 3D-Drucker gefunden. Ich konnte das nur in einfarbiger drucken. Und das war richtig nervig für mich. Ich habe ein bisschen gedacht, dass da muss eine Lösung haben. Dann ich habe ein bisschen recherchiert und gefunden, dass muss ich eine farbige 3D-Drucker kaufen. Das war sehr teuer für mich, als ich Student war. Und dann muss ich für jeden Farbe eine Rolle von Filament kaufen. Manchmal ich wollte nur eine Farbe haben und nur 50 Gramm von diesem Filament drucken und dann müsste ich 1 Kilogramm von diesem Farbe kaufen. Und das war ein großes Problem, das ich mit 3D-Drucker gefunden habe. Ich habe viele Ideen, aber ich habe gemerkt, dass eine Idee zu haben, ist nicht genug für eine Stadt. Ja, das klingt ja schon nach ein riesiges Problem, den du hattest. Wie bist du dann dagegen vorgegangen, um das zu lösen? Ehrlich gesagt, ich brauche eine deutsche Person. Ja, dann passt Julia ja perfekt. Ja. Julian, erzähl uns doch bitte mal, wie du zu Prismablend gekommen bist. Ja, alles hat damit angefangen, dass ich meinen Bachelor in Mathematik abgeschlossen habe. Ich musste mich entscheiden, was ich beruflich machen möchte. Ich wollte unbedingt einen Beruf haben oder einen Job, wo ich mit Leuten zusammenarbeite, die alle 100% geben. Und da habe ich das halt ausgenutzt, dass wir bei uns an der Uni den Inkubator haben, die Garage 33, den Startup-Inkubator. Und ich bin da einfach hingegangen und habe mal so ein kostenloses Beratungsgespräch gebucht. Und der Coach, den ich dort hatte, war zufällig der gleiche Coach, den PJ auch hatte. Und der hat uns einfach mal in Kontakt gebracht, weil PJ wohl jemanden gesucht hat. Und nach ein paar Gesprächen war ich dann schon Teil des Teams relativ schnell. Warum glaubst du, wollte dich PJ im Team haben? Was hat er gesagt? Hat er gesagt, dass er einen Deutschen braucht? Okay, ja, also ich hoffe, dass PJ mich dabei haben wollte, wegen meinen analytischen Fähigkeiten und wegen meinen Kommunikationsskills. Zumindest brauchte ich recht viel davon, als wir direkt angefangen haben. Was waren denn deine Aufgaben, als du Teil des Teams wurdest? Als ich dazu gekommen bin, hat sich PJ hauptsächlich um das Problem gekümmert. Meine Aufgabe war es, so ein bisschen zu untersuchen, wie könnte man das Ganze zu einem Business aufbauen. Als erstes habe ich mich darum gekümmert, um eine Finanzierung. Das heißt, wir hatten das Gründungsstipendium NRW bekommen. Und dann habe ich das ausgenutzt, dass die Garage 33 so ein gutes Netzwerk hatte zu vielen verschiedenen Unternehmen. Ich habe viele Pitches gehalten und habe einfach mit vielen verschiedenen Firmen gesprochen, um da herauszufinden, ob die einen Case haben für Multicolor Printing. Auf fairerweise hat sich herausgestellt, dass einfach die Unternehmen kein Interesse an Multicolor Printing haben. Deswegen mussten wir uns eingestehen, dass wir einen Pivot machen mussten. Das heißt, wir haben uns komplett umorientiert. Wir haben gesagt, wir konzentrieren uns jetzt doch nicht mehr auf die Industrie, sondern wir gehen rüber auf die Privatpersonen. Und eigentlich war das ja auch die grundlegende Idee dahinter, zumindest PJs Motivation oder sein Struggle mit der ganzen Geschichte.
Wie sah dieser Pivot genau aus? Musstet ihr was ändern? Vor allem hat sich zum Beispiel die Priorität geändert. Für uns war unbedingt wichtig, dass die Lösung kompatibel war mit verschiedenen 3D-Druckern. Die Lösung sollte auch mit verschiedenen Slicer funktionieren. Es sollte vor allem auch einsteigerfreundlich sein, das heißt nicht zu kompliziert, sodass es jeder intuitiv versteht und auch eine Lösung sein, die nicht zu teuer ist. Und dadurch haben sich auch unsere Rollen ein bisschen verändert. Das heißt, PJ zum Beispiel, der kümmert sich zwar immer noch um das Produkt oder um eine Lösung, der kümmert sich aber jetzt auch um die Produktionskette. Also der redet mit vielen verschiedenen Manufacturern zum Beispiel. Der sorgt dafür, dass ein geiles Endprodukt bei uns ankommt. Ich kümmere mich um Marketing und Vertrieb, dass das Produkt gesehen wird. Und wir brauchten noch jemanden, der sich um den Shop kümmert, um die Datenbanken und ums Fulfillment und vor allem auch um Kundenservice. Doch, Kundenservice. Los geht's. Hallo, ich bin Shashank. Ich komme aus Indien. Ich bin 25 Jahre alt, studiere Informatik in Uni Paderborn seit 5 Jahren. Noch nicht fertig. Vielleicht werde ich bald. Und Shashank, was sind deine Aufgaben im Team? Ich baue Website auf in Shopify und auch ich kümmere mich auch die DHL-Services, damit Kunden das Paket rechtzeitig kriegt. Warum glaubst du, dass die Jungs dafür einen Informatiker brauchten? Ehrlich gesagt, das weiß ich auch nicht. Für das jetzige Produkt braucht man gar keine Software. Ich programmiere ab und zu ein bisschen Shopify, aber nicht viel. Aber vielleicht für das nächste Produkt. Produkt? Um welches Produkt geht es denn gerade? Julian, darf ich was dazu sagen? Besser noch nicht. Okay, leider nicht. Sorry. So, ich hoffe, das reicht mit diesem Interview-Ding. Ich muss noch ein paar Sachen testen und mit ein paar Manufacturern sprechen. Danke dir, PJ. Und viel Erfolg noch. Dankeschön. Dankeschön. Ciao. Ciao.